Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich dachte einfach, ich nehme euch ganz entspannt mit, denn in diesem Kleiderschrank muss ich so ein bisschen was umräumen. Grund ist, dass wir jetzt endlich im Frühling sind. Oh mein Gott, ich bin so froh. Die letzte Kälteperiode ist jetzt endlich vorbei. Wir haben jetzt stabil 20 Grad oder mehr. Hoffe ich zumindest. Nächste Woche soll sogar mal ein Tag mit 30 Grad dabei sein. Wahnsinn. Aber ich habe immer noch in meinem Kleiderschrank so das System, dass die Wintersachen vorne sind und die Sommersachen eigentlich weit weg. Die habe ich jetzt aber teilweise schon rausgezogen. Dann waren die in der Wäsche, dann wieder oben drauf und es ist Chaos. Und außerdem haben wir zu wenig Kleiderbügel gehabt und ich habe jetzt nochmal welche gekauft. Die liegen gerade noch davon. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder alle meine Sachen aufhängen, alle Jacken aufhängen und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich nehme euch mal so ein bisschen mit beim Umräumen. Ich bin am Überlegen, ob ich wieder so Outfits planen Videos mache, aber dafür brauche ich auf jeden Fall auch Ordnung im Kleiderschrank. Also Voraussetzung für diese Videos ist auf jeden Fall, dass wir heute Ordnung schaffen. Und mal gucken, ob wir was aussortieren. Wir werden sehen. Also ich hole jetzt mal diese Kleiderbügel und dann geht's los. Kleiderbügel sind ausgepackt. Ich habe ein paar extra gekauft für unsere Besucher. Es ist nur noch knapp, ja, es ist ein bisschen mehr als einen Monat noch hin, bis wir das erste Mal für 2,5 Wochen Besucher aus Deutschland kommen. Und dafür müssen wir noch einiges vorbereiten, beziehungsweise kaufen, wenn wir es so sagen. Und zwar haben wir die Schlafcouch und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einen Topper. Wir brauchen nochmal eine Bettdecke oder 2 Bettdecken, nochmal 2 Kissen auf jeden Fall und noch mehr Bettwäsche, weil im Moment alles, was wir an Bettzeug besitzen, ist das hier, was hier auf dem Bett ist. Wir haben keine Ersatzbettwäsche, kein einziges Kissen, außer die Sofakissen, keine einzige zusätzliche Decke. Und wir möchten natürlich, dass unsere Gäste bequem wohnen können. Und deswegen, ja, werden wir diese Dinge noch besorgen, aber das ist jetzt nicht Thema des heutigen Videos. Dafür habe ich jedenfalls auch noch ein paar extra Kleiderbügel gekauft, dass unsere Gäste dann auch bequem ihre Sachen in den Kleiderschrank hängen können und sich bei uns ganz wie zu Hause fühlen können. Genau, aber jetzt geht's los. Ich denke, ich werde das machen, wie ich das in Erlangen auch mal gemacht habe. Und zwar erstmal alles rausräumen und auf dem Bett verteilen. Ich werde mich danach zwar dafür hassen, aber wir machen das jetzt trotzdem. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time. So, hier haben wir alle Kleidung, die ich momentan besitze. Das sind meine Jacken, Blazer und Kleider. Dann haben wir hier Hosen, dicke Pullover, Sportsachen und Jogginghosen. Und dann haben wir hier Sommertops, Sommer-T-Shirts, kurze Hosen bzw. leichte Hosen, die zu leicht waren für den Winter. Und das ist auch so eine Mischung aus dünnen Pullovern und Tops. Und was natürlich noch fehlt, sind diese 2 Schubladen hier, die ich auch neu ordnen will. Das ist halt meine Unterwäsche und da ist alles irgendwie so ein bisschen Chaos. Das werde ich auch alles rausräumen, da drin mal durchwischen und dann neu sortieren und ich glaube, mit dem fange ich auch an. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Okay, ich habe jetzt mal so ein bisschen Grundordnung gemacht. Ich habe alle Regale ausgewischt und habe meine Unterwäsche sortiert und habe beschlossen, dass ich hier unter meinen Kleidern meine Schuhe stehen haben möchte. Und das heißt, dass einfach der Wäschekorb bei meinem Mann drüben steht, was im Endeffekt keinen Unterschied macht. Der ursprüngliche Gedanke, warum der Wäschekorb hier auf dem Brett stand, war, dass der Staubsaugerroboter dann da drunter kommt und dann sozusagen sich da nichts drunter ansammeln kann.
Der Punkt ist aber, der mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass da ja auch also getragene Wäsche drin ist, die halt auch vielleicht mufflig ist. Und die dann über Nacht, wenn man sich abends auszieht, bis ich am nächsten Tag den Korb leere, unter meiner frischen Kleidung hängt und es so ein bisschen anmuffelt. Also vielleicht will ich den noch irgendwo anders hinstellen. Vielleicht sogar eher Richtung Bad, vielleicht irgendwo da. Mal gucken. So, als nächstes werde ich mal so ein bisschen aussortieren, diesen Haufen hier. Was ist Winter, was ist Sommer? Und dann so ein bisschen auseinander dividieren und dann gucke ich mal, ob ich die Wintersachen alle da ins oberste Fach stelle oder ob ich die woanders hin tue. Ich habe ja noch so viele freie Schränke hier. Mal schauen. Ich sortiere es jetzt mal auseinander erstmal. Ungefähr. Das ist Winter und das hier ist Sommer und Übergang. Ich habe hier einige warme Sachen wie Blazer trotzdem belassen, weil hier in Chile wird es, oder was heißt hier, ich sage immer hier in Chile, aber ich meine hier in Santiago, auch wenn es super heiß ist, die Temperaturunterschiede innerhalb eines Tages sind sehr groß und nachts wird es hier immer sehr kalt, auch im Sommer. Also auch wenn es hier tagsüber 30, 35 Grad über Monate hat, kühlt es jede Nacht trotzdem auf 15 Grad runter. Das heißt, immer, wenn man abends ausgeht, dann geht man los mit irgendeinem Kleidchen oder mit quasi nichts am Körper. Aber sobald die Sonne untergeht, dann irgendwann so ab 10 Uhr wird es richtig, richtig kalt. Das heißt, man muss immer eine Jacke mitnehmen. Und deswegen bleiben diese Blazer auf jeden Fall trotzdem im Kleiderschrank. Und auch wenn man morgens aus dem Haus geht, recht früh, bevor die Sonne über die Anden gekommen ist, ist es auch noch sehr kalt und es wird dann so gegen 11 Uhr wärmer und dann so ab 15 Uhr hot. Also es ist sehr, sehr anders als in Deutschland und man muss sich da erst dran gewöhnen. Aber ich denke, mit diesem Kleiderschrank bin ich jetzt ganz gut ausgerüstet. Ist ein bisschen schwierig, weil man muss immer auf alles vorbereitet sein hier. Das ist echt ein bisschen verrückt hier. So, meine Kleider habe ich schon mal aufgehängt, beziehungsweise das sind nicht nur Kleider. Da hinten seht ihr auch die weiße Bluse. Und das hier vorn, ja, da ist auch trotzdem noch ein Top dabei. Aber das sind die Kleider, die ich besitze. Ja, es zieht sich eindeutig eine Farbe durch. Aber ja, das scheint mein Stil zu sein. Und dann gucken wir mal, wie wir den Rest hier einordnen. Also ich will die 4 auf jeden Fall benutzen, um Sachen griffbereit zu haben. Also auf jeden Fall Hosen, Tops und Sportsachen und dann mal gucken, ob ich dann, was hatte ich noch? Also vorher war es Tops, Pullover, Hosen und Sport und ich gucke jetzt mal, wie es am besten Sinn macht. Und hier oben tue ich die Wintersachen rein und alles, was keinen Platz mehr hat, dann in einen anderen Kleiderschrank. Die Winterjacken werde ich auch bei mir im Büro in den Kleiderschrank hängen, weil mein Büro ist ja eigentlich ein Kinderzimmer und hat ja auch einen vollwertigen Kleiderschrank mit Kleiderstange und alles und die werde ich da aufhängen. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you. Also meine Wintersachen haben ohne Probleme hier oben reingepasst, ist also nicht so viel. Und dann zeige ich euch noch mal kurz, wie ich das hier umsortiert habe. Ich habe jetzt hier meine Unterwäsche, hier sind Bikinis, hier ist Periodenunterwäsche, die ich übrigens immer noch verwende. Und das hier sind alle Sommersocken, beziehungsweise 2 Paar wärmere Socken habe ich mir noch dabei gelassen für alle Fälle. Aber das sind hier alles kürzere Socken, also quasi Sneakersocken. Und so ein bisschen Kleinkram, der rumgeflogen ist, habe ich jetzt hier hinten in eine Keksdose. Dann ist es auch aufgeräumt und fliegt nicht so rum. Und Socken und Unterwäsche ist sozusagen getrennt hier durch. Vielleicht hole ich mir irgendwann noch, wenn ich welche finde, so Inlays, so Trenner oder Boxen oder Kästen oder so. Aber bisher habe ich noch nichts gefunden, deswegen muss die Keksdose und die Packing Cubes hier halten, was ja auch okay ist.
Und hier unten ist quasi die Winterunterwäsche, das heißt hier alle meine dicken Socken, da bin ich jetzt ja ganz gut ausgestattet. Strumpfhose, hier sind meine 2 Gürtel, die ich besitze. Ich habe ja nur einen stinknormalen standardschwarzen Gürtel und einen schwarzen Taillengürtel, Halstuch und hier ist noch mein einziger BH und meine Nippelpads und das war's. Das heißt, hier unten muss ich eigentlich nur ran, wenn ich einen BH anziehen möchte oder Nippelpads und es kommt nicht so häufig vor. Deswegen können die hier unten sein. Und Gürtel natürlich, aber das kommt im Sommer auch nicht so häufig vor, weil ich da eher so lockere Hosen trage, so Stoffhosen. Genau, das heißt, ich muss jetzt in Zukunft, also im Sommer, erstmal nur mich hier oben bedienen und kann die untere Schublade vernachlässigen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was übrig, nämlich hier noch diese Überjacken, Blazer und so. Dann hier die Hosen, die übrig geblieben sind. Das sind jetzt alle lockeren Hosen, also auch lockere Jeans, aber die ganzen engen Jeans habe ich alle weg, weil da schwitzt man sich zu Tode hier im Sommer. Und dann noch 3 Jogginghosen, das sind die leichtesten, die ich habe. Und meine Sportsachen sind unverändert. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal aufstocke, ob ich mir noch eine zweite kurze Sporthose kaufe. Da habe ich nämlich nur eine und immer wenn die in der Wäsche ist, muss ich eine lange anziehen und da schwitze ich auch echt nochmal mehr. Aber mal gucken, das hat noch Zeit. Also auf jeden Fall, denke ich, steht noch eine zweite kurze Sporthose oder vielleicht sogar noch eine dritte auf meiner Wunschliste, weil ich hier 3-mal pro Woche Sport mache. Und hier sind meine Tops und T-Shirts. Und hier, das sind Shorts. Das hier ist meine selbstgenähte Hose. Die zeige ich euch mal die Tage, falls ihr die noch nicht kennt oder nicht mehr kennt. Und das hier ist eine, die ich im Winter eingemottet hatte, weil das ist meine quasi nicht existente Jeans und die kann ich im Winter vergessen. Die hat jetzt ihr Revival im Sommer. Dann räumen wir mal ein. Ja, so ein Anblick, der macht mich gleich richtig glücklich. Okay, also eine kleine Führung. Wir fangen hier unten an. Wir haben hier meine 2 kurzen Hosen, die ich besitze. Dann haben wir hier 3 Jogginghosen. Das sieht ganz schön viel aus, weil es relativ hoch ist, aber Jogginghosen sind halt relativ voluminös, zumindest die, die ich habe. Das heißt 3 Jogginghosen, damit komme ich ganz gut eine Woche oder länger durch. Dann hier haben wir meine Draußenhosen, also meine Ich bin angezogen Hosen. Wir haben 3 Jeans und 3 Stoffhosen. Dann hier oben alle Tops und T-Shirts. Wir haben hier hinten einen Stapel mit T-Shirts, die sowohl über die Schultern gehen, als auch den Bauch komplett verdecken. Also ein richtiges klassisches T-Shirt quasi bis hier und nicht bauchfrei. Dann haben wir hier ein bisschen besonderere Tops, also die noch irgendwie entweder bauchfrei sind oder irgendwie einen komischen Ausschnitt haben oder irgendwas Besonderes haben. Dieser Stapel hier sind Standard-Tops, die geschnitten sind wie Unterhemden, also quasi hier oben 2 breite Träger, so wie das. Aber nicht cropped, sondern komplett runter, also man kann es zum Beispiel unter einem Pullover anziehen. Und in dieser Kiste hier hinten sind alle meine perfekten Tops und das ist das, was ich auch heute anhabe. Die habe ich ja, ich vergesse die Zahl immer, wie oft? 11 Mal? 12 Mal? Ich glaube also knapp 10 Mal habe ich dieses Top und das ist in dieser Kiste. Das heißt Standard-T-Shirts, etwas besondere Oberteile, 3 Stück und hier so drunter die Tops. Wobei ich die vielleicht jetzt im Sommer gar nicht so unbedingt brauche, weil das mehr Sachen sind, die ich, wenn es kühler ist, anziehe. Unterm Blazer, unterm Pullover. Jetzt im Sommer kann ich ja auch easy so ein T-Shirt drunter ziehen, was bauchfrei ist, was im Winter zu kalt ist. Also mal gucken, wenn ich die gar nicht anziehen werde, dann kommen die einfach auch noch ein Stockwerk weiter nach oben.
Und hier im 4. Fach sind einfach meine Sportsachen. Wir haben da hinten 2 langärmelige Sportoberteile. Hier meine 3 Sport-T-Shirts. Hier meine 2 Sport-BHs. Der 3. Sport-BH ist in der Wäsche. Und dahinter meine 3 langen Sporthosen und meine kurze Sporthose ist auch in der Wäsche. Ich denke, ich möchte noch 2 kurze Sporthosen, das habe ich gerade schon gesagt. Ansonsten bin ich gut ausgestattet mit 3-mal die Woche Sport. Ich weiß, es klingt immer, als würde ich ziemlich viel kaufen, aber es fehlt mir halt tatsächlich in meinem Leben. Ich hadere schon damit, aber ich glaube, weil es mich doch nervt, werde ich es einfach tun. Es ist krass, weil man hier doch so eine breite Temperaturspanne auch übers Jahr abdecken muss. Ich habe mir den Winter wirklich viel, viel milder vorgestellt und ich konnte vor allen Dingen nicht akzeptieren, dass es in den Häusern um einiges kälter ist als in Deutschland, aber ich glaube, ich habe meinen Frieden damit jetzt gefunden und werde mich auf den nächsten Winter besser vorbereiten und mich wärmer anziehen und dann noch ein bisschen aufstocken nächsten Herbst mit Thermo-Strumpfhosen, Drunterzieh-Leggings und allen möglichen Sachen zum Schichten. So, aber die Kleiderstange zeige ich euch jetzt noch und alles, was da hängt, damit ihr das große Ganze seht. So, also ich weiß noch nicht, ob die Reihenfolge so bleibt. Ich habe vorne hier so einen Top, was man aufhängen muss. Und dann geht es eigentlich weiter. Das hier sind alles diese hier dünne, langärmelige Sachen. Also zum Beispiel Blusen oder auch zum Beispiel Langarm-Tops. Wie zum Beispiel dieses hier, was rückenfrei ist. Das bindet man noch ein zweites Mal zu. So. Und das sind Oberteile, die ich im Sommer eher anziehe. Zum Beispiel auch das hier ist ein bauchfreies Top, aber mit langen Ärmeln. Und warum ich die vor allen Dingen aufgehängt habe, ist, weil die recht schnell knittern. Und ihr habt vielleicht auch bei meinen Hosen gesehen, vor allen Dingen bei meinen Stoffhosen, in der Zeitrafferaufnahme, dass die super verknittert sind. Und ich möchte die in Zukunft auch aufhängen. Aber ich habe hier in Chile noch nicht diese Kleiderbügel mit dem Greiferle. Ich habe aber in Deutschland im Kleiderschrank meiner Eltern ungefähr 20 von denen. Deswegen habe ich meinen Schwiegereltern gesagt, sie sollen mir bitte im Dezember ein paar mitbringen. Deswegen kaufe ich mir jetzt hier keine, sondern dass mir meine aus Deutschland herbringen, weil die sind super unproportional teuer hier in Chile. Deswegen kaufe ich keine. Und lebe stattdessen mit zerknitterten Hosen. Zumindest bis Mitte Dezember. Also, diese langärmeligen Sachen hier, ich weiß noch nicht, ob ich die hier vorne wirklich behalten will, aber wir bewegen uns halt jetzt gerade, habe ich so aufgehängt, dass wir hier immer länger werden. Das heißt, wenn die dann beiseite sind, dann kommen hier, okay, hier ist noch ein Body. Hier ist ein Kleid, was ich so umgefaltet habe, weil es sonst zu lang ist. Dann ein Rock oder mein einziger Rock. Und dann geht's los mit den Kleidern, die ihr gerade gesehen habt. Das sind diese hier und die 2 schickeren, das pinke. Und dieses Satinkleid, die hängen ganz hinten, weil ich das natürlich eher in der Reihenfolge aufhänge, wie ich es dann tatsächlich brauche. Und deswegen kommen jetzt erstmal die Drüberziehsachen. Und das sind diese 4 Kleiderbügel hier, also 2 Blazer, meine Kordjacke und mein Poncho. Und das Einzige, was noch fehlt, ist dann dieses schwarze Kleid und dieses pinke Kleid. Und das ist alles, was hängt. So, da seht ihr die Sachen hängend. Und hier unten habe ich jetzt mal die Schuhe aufgestellt. Das sind jetzt eigentlich nur 3 Stück von den schickeren. Das sind einmal diese Sandalen hier, die ich relativ neu habe. Mit denen habe ich mir leider ultimativ Blasen gelaufen. Da muss ich auf jeden Fall hier vorne erst meinen kleinen und meinen großen Zeh mit einem Pflaster bekleben, bevor ich in den wieder losziehe. Aber ansonsten, also ich weiß, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ansonsten vom Fußbett her sind die super bequem und es hat sich Gott sei Dank auch nicht bestätigt, dass ich in denen so wackel oder Angst habe umzuknicken. Also die sind sehr stabil am Fuß, Gott sei Dank, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Einzige ist eben die Reibung und da muss ich noch ein bisschen, ja, mir was überlegen. Ansonsten haben wir hier meine einzigen High Heels und meine schwarzen Stiefel stehen hier auch als Reminder. Und das war's. Meine Turnschuhe, meine Sportschuhe, meine Loafer und meine Flipflops
stehen vorne an der Garderobe, weil das meine 4 häufigst getragenen Schuhe sind. Ich wechsle eigentlich jeden Tag ab zwischen Turnschuhen und Loafern. Meistens in der Früh noch Turnschuhe, wenn es kühl ist. Und am Nachmittag, wenn es dann heiß ist, die Loafer oder die Flipflops. Und die Sportschuhe halt 3-4 Mal die Woche zum Sport. Genau, und das ist eigentlich alles. Die Sommerjacken, die ich jetzt trage zum abends ins Restaurant gehen zum Beispiel, also Lederjacke, Jeansjacke, das hängt vorne an der Garderobe und diese anderen hängen ja hier, die weniger häufig getragenen. Und vor allen Dingen auch der Poncho, das ist ja mehr was ich drinnen morgens trage, wenn es kühl ist oder zum Beispiel, wenn ich oben auf der Terrasse abends bin, wenn es kühl wird. Also was auf jeden Fall noch einziehen wird, sind diese Kleiderbügel mit dem Clipser, aber da warte ich eben noch auf meine Schwiegereltern. Und 2 kurze Sporthosen stehen auch noch auf der Wunschliste. Ansonsten fühle ich mich jetzt super duper ausgestattet, muss ich echt sagen. Also ich glaube, ich bin jetzt halbwegs equipped für den Sommer. Upsi, da hat die Kamera meinen Schluss abgeschnitten, deswegen hier nochmal am Tag danach. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!